Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Sie glauben, die Geheimnisse des alten Ägyptens zu kennen? Denken Sie noch einmal darüber nach. Kürzlich entdeckte Unterwasserfunde haben erstaunliche Felszeichnungen und versunkene Ruinen ans Tageslicht gebracht, die alles in Frage stellen, was wir über die alte ägyptische Zivilisation zu wissen glaubten. Es handelt sich dabei nicht nur um Relikte, sondern möglicherweise um Schlüssel zu lange verschollenen Technologien und sogar zum legendären Konzept der Wiederauferstehung. Jetzt, nach Jahrtausenden des Schweigens, geben die Sande und Gewässer endlich ihre Geheimnisse preis. Und sie könnten die Geschichte, wie wir sie kennen, neu schreiben. Die Schnitzereien von Assuan tauchen wieder auf. Ein französisch-ägyptisches Archäologenteam hat im Jahr 2024 in der Nähe von Assuan eine Entdeckung gemacht, die über ein halbes Jahrhundert lang unter dem Wasser des Nils verborgen war und die unser Verständnis des königlichen Erbes Ägyptens verändern könnte. Bei der Erkundung von Gebieten, die während der Errichtung des Assuan-Hochdammes in den 1960er Jahren überflutet wurden, stießen Forscher auf eine Reihe bemerkenswert gut erhaltener Felsritzungen. Diese antiken Gravuren zeigen keinen geringeren als Pharao Amenhotep III und seinen Vorgänger Thutmose IV, zwei überragende Gestalten der 18. Dynastie, sowie detaillierte Hieroglypheninschriften, die von der Zeit unberührt zu sein scheinen. Was diesen Fund so bedeutsam macht, ist nicht nur die Kunstfertigkeit oder das Alter der Schnitzereien, sondern auch ihr Potenzial, historische Lücken zu füllen. Könnten diese Schnitzereien Hinweise auf ihre Beziehung geben? Neue zeremonielle Praktiken? Verborgene Machtverschiebungen am königlichen Hof? Diese steinernen Aufzeichnungen, die jahrzehntelang in der Stille unter dem Nil aufbewahrt wurden, sprechen nun lauter als je zuvor und laden Wissenschaftler, Historiker und Neugierige gleichermaßen dazu ein lange abgeschlossen geglaubtes Kapitel der Geschichte neu zu untersuchen. Thonis Herakleion, das ägyptische Atlantis. Unter den sanften Wellen des Mittelmeers liegt eine Stadt, die von der Zeit verschluckt wurde, Thonis Herakleion, einst ein blühender Hafen voller Handel, Religion und Legenden. Verschwand diese antike Metropole vor mehr als 1200 Jahren auf mysteriöse Weise und hinterließ kaum mehr als Flüstern in klassischen Texten. Lange Zeit für einen Mythos gehalten, wurde die Stadt in einer verblüffenden Wendung des Schicksals von dem Unterwasserarchäologen Frank Goddio wiederentdeckt, dessen bahnbrechende Erkundungen diese verlorene Welt wieder ans Licht brachten. Was aus den Tiefen zum Vorschein kam, war schlichtweg erstaunlich. Kolossale Statuen vergessener Gottheiten, großartige Tempelruinen, Goldmünzen und Inschriften, die von königlichen Erlassen und heiligen Ritualen berichteten. Jedes Artefakt, das vom Meeresboden geborgen wurde, trug dazu bei, ein lebendiges Bild des Lebens in einem der wichtigsten Handelszentren Ägyptens zu zeichnen, das einst das Tor zwischen dem Nil und dem Mittelmeer war. Doch das größte Rätsel bleibt bestehen: Wie konnte eine ganze Stadt verschwinden? Einige Wissenschaftler glauben, dass die Region von einem katastrophalen Erdbeben oder einem Tsunami heimgesucht wurde, der einen plötzlichen Einsturz des Instabilen. Trotz jahrzehntelanger Forschung konnte noch keine endgültige Antwort gefunden werden. Während immer mehr Ruinen aus dem Schlick und dem Salz freigelegt werden, stellt Thonis Herakleion weiterhin in Frage, was wir über das antike städtische Leben, die Seemacht und die Zerbrechlichkeit selbst der größten Zivilisationen zu wissen glaubten. Könnten noch mehr Geheimnisse unter den Wellen begraben sein, die nur auf den richtigen Moment warten, um an die Oberfläche zu kommen? Die rätselhaften Schnitzereien des Nassersees. Der Nassersee, Ägyptens riesiger, von Menschenhand geschaffener Stausee, ist ein Meisterwerk der modernen Technik und ein stiller Friedhof antiker Wunder. Dieser riesige Stausee entstand während des Baus des Assuan-Hochdamms und überflutete ganze Abschnitte des Niltals, darunter Dutzende von archäologischen Stätten, die nie vollständig erforscht wurden. Jahrzehntelang blieb vieles von dem, was darunter lag, unentdeckt bis vor kurzem. Dank fortschrittlicher Tauchtechnik und erneuter archäologischer Bemühungen haben Taucher begonnen, bemerkenswerte Schnitzereien und Inschriften freizulegen, die in die Felsen geätzt wurden, die nun auf dem Grund des Sees liegen. Diese Relikte, von denen einige erstaunlich gut erhalten sind, zeigen Szenen aus dem täglichen Leben, landwirtschaftliche Praktiken und religiöse Zeremonien. Jede neue Entdeckung bringt nicht nur neue Einblicke in die Kultur und den Glauben des alten Ägyptens, sondern erinnert uns auch daran,
wie viel unter Ägyptens Wasser verborgen bleibt. Von steinernen Altären bis hin zu vergessenen Symbolen lokaler Götter offenbart der Nassersee langsam das Ausmaß des versunkenen Erbes, das noch darauf wartet, verstanden zu werden. Der versunkene Palast der Kleopatra. Unmittelbar vor der Küste Alexandrias liegt eines der faszinierendsten Geheimnisse Ägyptens unter Wasser: Kleopatras verlorener Palast. Durch seismische Aktivitäten vor über 1500 Jahren versunken, hat die Stätte erstaunliche Unterwasserfunde hervorgebracht. Sphinxen, Massive Granitsäulen und zeremonielle Artefakte, die alle bemerkenswert gut erhalten sind. Diese Relikte bieten einen seltenen Einblick in den Luxus und die Kultiviertheit von Kleopatras Herrschaft, einer Zeit, in der Alexandria ein blühendes Zentrum von Politik, Kultur und Bildung war. Was den Fund noch faszinierender macht, ist die Möglichkeit, dass dieses königliche Viertel Teil eines viel größeren Komplexes war, zu dem möglicherweise Isis-Tempel und andere ptolemäische Bauten gehörten, die heute im Meer versunken sind. Die weiteren Unterwasserausgrabungen setzen nicht nur Kleopatras Welt zusammen, sondern verändern auch unser Verständnis davon, wie großartig das alte Alexandria wirklich war. Die heilige Stadt des Kanopus. Nicht weit von der versunkenen Stadt Tonis Herakleion liegt ein weiteres verlorenes Juwel des alten Ägyptens, Kanopus. Einst war Kanopus ein pulsierendes Zentrum der Anbetung und Heilung und bekannt für seine den Göttern Serapis und Isis geweihten Tempel, die Pilger aus dem gesamten Mittelmeerraum anzogen. Heute ruhen seine Ruinen unter dem Meer und offenbaren Säulenfragmente, Statuen und Ritualgegenstände, die von einer einzigartigen kulturellen Verschmelzung erzählen, bei der ägyptische Gottheiten auf griechische Philosophie und Architektur trafen. Unterwasserausgrabungen zeigen Beweise für heilige Rituale, medizinische Praktiken und möglicherweise sogar frühe kurortähnliche Heilzentren. Die Mischung aus griechischen und ägyptischen Elementen spricht für die kosmopolitische Natur des antiken Lebens im Nildelta, wie andere Küstenstädte, die durch steigendes Wasser und seismische Erschütterungen verloren gegangen sind. Fügt Kanopus ein weiteres Kapitel der erschütternden Geschichte von Ägyptens verschwindender Küste hinzu und den Schätzen, die sie noch immer unter den Wellen bewahrt. Das Geheimnis von Manutas. Manutas, eine der weniger bekannten versunkenen Städte Ägyptens, blühte einst als spirituelles Heiligtum. Lange Zeit im Meer versunken, wurden bei jüngsten Ausgrabungen Statuen. Doch im Gegensatz zu anderen versunkenen Städten ist die Ursache für das Verschwinden von Manutas nach wie vor unklar. Kein einzelnes Ereignis wurde bestätigt, es gibt nur Theorien, die von langsamen Landabsenkungen bis hin zu seismischen Störungen reichen. Dieses anhaltende Rätsel vertieft die Intrigen, die Ägyptens verschwindende Küstenstädte umgeben, von denen jede ihr eigenes vergessenes Erbe hat, das darauf wartet, enthüllt zu werden. Die Osiris-Mysterien unter dem Meer. Unter der Wasseroberfläche werfen verblüffende Entdeckungen Licht auf alte religiöse Praktiken, die einst an heiligen Stätten ausgeübt wurden, die heute im Meer versunken sind. Zu den faszinierendsten Funden gehören Artefakte, die Osiris, dem Gott des Jenseits, gewidmet sind. Es wurden zeremonielle Boote, fein gearbeitete Opfergaben und religiöse Symbole freigelegt, die auf die bedeutende Rolle hinweisen, die diese versunkenen Gebiete bei rituellen Zeremonien spielten. Das Vorhandensein solch heiliger Gegenstände zeigt, dass in diesen nun versunkenen Regionen große religiöse Rituale stattfanden, die vielleicht mit Tod und Wiedergeburt zusammenhingen, Orte, an denen das Göttliche auf spektakuläre Weise geehrt wurde. Diese Entdeckungen heben die tiefe spirituelle Bedeutung der verlorenen ägyptischen Küstenstädte hervor und bieten einen seltenen Einblick in eine Welt der antiken Verehrung und Ehrfurcht, die nun unter den Wellen verborgen ist. Jede Entdeckung in den Gewässern Ägyptens fügt dem Puzzle der antiken Geschichte des Landes ein weiteres Stück hinzu. Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Welche weiteren Geheimnisse liegen unter dem Schlick und den Wellen verborgen? Mit dem Fortschritt der Technologie besteht die Hoffnung, dass mehr dieser unterirdischen Geschichten ans Tageslicht kommen und ein umfassenderes Bild von Ägyptens glanzvoller Vergangenheit bieten. Die untergetauchte Sphinx, die es nicht geben sollte. Im Jahr 2020 enthüllten Unterwasserscans von Abu Kirbe etwas Bizarres unter dem Meeresboden. Ein Kopf, ein Torso und dann ein Körper. Was zum Vorschein kam, war eine noch nie zuvor gesehene Sphinx, die jedoch nicht mit der von Gizeh vergleichbar war.
Sie hatte fischähnliche Züge, ein humanoides Gesicht und Schuppen anstelle von Fell an den Seiten. In der Nähe fanden Archäologen Fragmente, Diof Sobek, einen Krokodilgott, und Atum, den Gott der Urgewässer, hinweisen. Noch schockierender, Datierungen ergaben, dass die Stätte über 4000 Jahre alt ist, älter als die Sphinx von Gizeh. Dennoch wird in keinem Text eine Küstensphinx oder ein Tempel an dieser Stelle erwähnt. Manche sagen, es sei ein verlorener Wächter, Teil einer zeremoniellen Insel, die nach einem Erdbeben versunken ist. Andere spekulieren, dass sie mit einem unterseeischen Osiris-Kult verbunden war, bei dem Osiris durch Riten im Wasser verehrt wurde. Der Clou? Die Sonaraufzeichnungen ergaben, dass es sich um einen versunkenen Steinweg handelt, der von der Sphinx wegführt und in tieferem Wasser verschwindet. Wohin führt er? Und warum wurde dieses hybride Monument begraben und vergessen? Der Tempel der ertrunkenen Sterne. 2019 fanden Taucher in der Nähe von Herakleion eine seltsame kreisförmige Struktur. Im Inneren befanden sich Schnitzereien von Sternenkarten, aber nicht vom Himmel darüber. Sie zeigten Konstellationen in Form von Wellen, Schlangen und Fischen, so als würde man sie von unten betrachten. Der als Tempel der ertrunkenen Sterne bezeichnete Bau trug Symbole von Nun, dem Gott des Urmeeres. Die Wände waren mit Spiralen, Strudeln und Energiemustern bedeckt, die nach Ansicht der Physiker der modernen Strömungsdynamik ähnelten. Noch seltsamer war, dass Taucher in einem versiegelten Gewölbe Steintafeln mit einer völlig unbekannten Schrift entdeckten. Einige hielten sie für Linear A, andere für protosumerische Glyphen. Einige Wissenschaftler glauben, dass es sich um eine Konvergenzstätte handelte, an der Ägypter und Seefahrerkulturen wie die Minoer ihr Sternenwissen austauschten. Andere behaupten, dass er zu einer vergessenen, das Meer verehrenden Zivilisation gehörte, die aus der Geschichte verschwunden ist. Und eine Theorie geht noch weiter. Sie war nie für die Zeit verloren und wartete nur darauf, dass jemand zurückkehrt. Die kolossale rote Granitstatue des Pharao Ptolemäus II. In den versunkenen Ruinen des antiken Alexandria, in der Nähe des ehemaligen königlichen Viertels, machten Archäologen eine erstaunliche Entdeckung. Eine kolossale Statue des Pharao Ptolemaios. II aus rotem Granit, die über 5 Meter hoch ist. Die Statue wurde bei Unterwasserausgrabungen unter der Leitung des Europäischen Instituts für Unterwasserarchäologie und von Frank Goddio geborgen. Sie wurde im Sediment vor der Küste vergraben und ist trotz der Jahrhunderte unter Wasser bemerkenswert gut erhalten. Was diesen Fund besonders wichtig macht, ist nicht nur seine Größe, sondern auch der Fundort. Die Statue war Teil eines größeren Ensembles, das wahrscheinlich zu einem versunkenen Tempelkomplex gehörte, der möglicherweise mit Kleopatras Palast oder dem Zeremonienhafen der ptolemäischen Dynastie verbunden war. Neben der Statue befanden sich Fragmente von Obelisken, Sphinxen und weiteren Statuen, die sowohl griechische als auch ägyptische Götter darstellten, ein Beweis dafür, wie die ptolemäischen Herrscher hellenistische und ägyptische Traditionen vermischten, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Einige Experten gehen davon aus, dass die Statue einst am Eingang eines dem Gott Osiris geweihten Tempels stand, der möglicherweise bei königlichen Festen oder göttlichen Prozessionen genutzt wurde, bevor er durch den Anstieg des Meeresspiegels und Erdbeben die Küste Alexandrias empfier. Seine Wiederauffindung bestätigt nicht nur die schriftlichen Berichte über die Größe Alexandrias, sondern bietet auch einen seltenen Einblick in die Größe und Kunstfertigkeit einer Stadt, die heute größtenteils unter dem Meeresspiegel liegt. Das Haupt des Serapis bei Kanopus. In den versunkenen Ruinen von Kanopus, östlich von Herakleion, machten Taucher eine verblüffende Entdeckung, einen kolossalen Marmorkopf des Gottes Serapis, der unter Schichten von Sand und Korallen lag. Serapis war eine griechisch-ägyptische Gottheit, die unter der ptolemäischen Dynastie geschaffen wurde, um die griechischen und ägyptischen religiösen Vorstellungen zu vereinen. Diese massive Skulptur, die vom Team von Frank Goddio geborgen wurde, war ein starkes Symbol für das multikulturelle Erbe Alexandrias. Der Kopf, einst Teil einer über 4 Meter hohen Statue, wurde in der Nähe des versunkenen Serapis-Tempels gefunden, zusammen mit zerbrochenen Säulen und Zeremonialaltären. Seine Gesichtszüge verschmolzen griechischen Idealismus mit ägyptischer Symbolik. Ein Beweis dafür, wie tief die beiden Kulturen miteinander verwachsen waren. Was die Forscher faszinierte, war der Standort. Die Statue stand nicht isoliert, sondern war Teil einer großen zeremoniellen Stätte,
die durch Erdbeben und den Anstieg des Meeresspiegels in den Fluten versunken war. Dass er trotz der jahrhundertelangen Exposition unter Wasser erhalten blieb, ist ein Wunder an sich und eine deutliche Erinnerung daran, was das alte Alexandria einst war: ein kosmopolitisches Leuchtfeuer der Religion, des Wissens und der kulturellen Verschmelzung. Heute ist das Haupt des Serapis in Museumsausstellungen zu sehen, ein geisterhaftes Überbleibsel der Stadt, das nun unter dem Meer schlummert. Der Osiris-Khan unter dem Kanopus. 2019 haben Unterwasserarchäologen bei der Erkundung der versunkenen Stadt Kanopus in der Bucht von Abu Qiyah einen bemerkenswerten Fund gemacht: einen fast unversehrten Zeremonienkahn, der mit dem altägyptischen Gott Osiris in Verbindung gebracht wird. Dieses über 2000 Jahre alte Gefäß aus Bergahornholz wurde wahrscheinlich bei den Osiris-Mysterien verwendet, einer rituellen Nachstellung des Todes und der Auferstehung des Gottes. Die Entdeckung des Khans, zusammen mit Votivgaben und Tempelruine, gibt tiefe Einblicke in die religiösen Praktiken jener Zeit. Der Knaus der Jahrzehnte. Unter den versunkenen Ruinen von Herakleion wurden Fragmente eines Schreins aus schwarzem Granit geborgen, der als Knaus der Dekaden bekannt ist. Der Schrein stammt aus der Regierungszeit von Pharao Nektanebo I. Jahrhundert Kurs und weist komplizierte Schnitzereien auf, die 36 Diakone darstellen. Sterngruppen, die in der altägyptischen Astronomie zur Unterteilung des Himmels verwendet wurden. Der Knaus ist ein Zeugnis für das hochentwickelte Verständnis der Ägypter für Himmelsbewegungen und deren Integration in religiöse und kalendarische Systeme. Der verborgene Tempel des Amun. Im Jahr 2023 gab eine gemeinsame ägyptisch-europäische archäologische Mission die Entdeckung eines dem Gott Amun geweihten versunkenen Tempels in der antiken Stadt Turnus, Herakleion, bekannt. Dieses Heiligtum befand sich in der Nähe des Haupttempels der Stadt und enthielt gut erhaltene Artefakte, darunter zeremonielle Instrumente aus Bronze und Steininschriften. Die strategische Lage des Tempels in der Nähe des Hafens unterstreicht die Bedeutung des Gottes Amun für die maritimen Aktivitäten und die religiöse Landschaft der Stadt. Das Heiligtum der Aphrodite. Neben dem neu entdeckten Amun-Tempel entdeckten Archäologen ein griechisches Heiligtum, das der Göttin Aphrodite geweiht war. Dieser Fund unterstreicht die kulturelle Vermischung in Turnus, Herakleion, wo ägyptische und griechische Gottheiten Seite an Seite verehrt wurden. Artefakte wie Terrakotta-Figuren und Inschriften in griechischer Schrift geben wertvolle Einblicke in die religiösen Praktiken der verschiedenen Einwohner der Stadt während der ptolemäischen Zeit. Die königlichen Quartiere von Antirodos. Unter dem Wasser des östlichen Hafens von Alexandria liegt die versunkene Insel Antirodos, auf der sich einst Kleopatras Königspalast befand. Bei Ausgrabungen wurden Überreste der prächtigen Bauten gefunden, darunter Marmorböden, Säulen und Statuen. Zu den bemerkenswerten Entdeckungen gehört eine lebensgroße Statue, die Kleopatras Vater, Ptolemäus XII., darstellen soll. Die Überflutung der Insel, die wahrscheinlich auf seismische Aktivitäten im 4. Jahrhundert Kurs zurückzuführen ist, hat diese Relikte konserviert und bietet einen Einblick in die Opulenz der ptolemäischen Dynastie. Der Tempel von Taposiris Magna. Der westlich von Alexandria gelegene Tempel von Taposiris Magna war das Ziel umfangreicher archäologischer Untersuchungen unter der Leitung von Dr. Kathleen Martinez. Manche halten den Tempel für die letzte Ruhestätte von Kleopatra und Mark Anton und haben zahlreiche Artefakte gefunden, darunter Münzen mit dem Abbild Kleopatras und eine Statue, die möglicherweise die Königin selbst darstellt. Die strategische Lage des Tempels und seine Verbindung mit der Göttin Isis verleihen Theorien über seine Bedeutung in der ptolemäischen Zeit Glaubwürdigkeit. Die versunkenen Schiffe von Abu Kirbay. In den Tiefen von Abu Kirbay haben Archäologen eine Flotte von antiken Schiffen aus der Römerzeit entdeckt. Darunter befinden sich zeremonielle Boote und Frachtschiffe, von denen einige Schätze wie Goldmünzen und Statuen transportierten. Diese Funde geben Aufschluss über die Seehandelsrouten und die Seemacht des alten Ägyptens sowie über die katastrophalen Ereignisse wie Erdbeben und Tsunamis, die zum Untergang dieser Schiffe führten. Die verlorene Stadt Manutis. In der Nähe von Kanopus und Herakleion hat die versunkene Stadt Manutis eine Fülle von Artefakten, darunter Tempel, Statuen und Inschriften, freigelegt. Einst war Manutis ein Pilger- und Heilzentrum und bekannt für sein Heiligtum,
das der Göttin Isis geweiht war. Das plötzliche Verschwinden der Stadt unter den Wellen ist nach wie vor Gegenstand der Forschung, wobei die Theorien auf Naturkatastrophen als Hauptursache hinweisen. Der abgetrennte Obelisk unter dem Meer. Im Jahr 2021 wurde bei der Kartierung versunkener Ruinen in der Nähe von Abu Kirbay etwas Seltsames entdeckt. Ein perfekt rechteckiger Stein, der flach unter jahrhundertealten Sedimenten lag. Als Taucher ihn ausgruben, stellten sie fest, dass es sich um einen abgetrennten Obelisken handelte, der nicht mehr stand, sondern in 2 Hälften gebrochen und von Meeresbewuchs bedeckt war. Was die Archäologen verblüffte, war seine Größe. Der Obelisk wäre über 70 Fuß hoch gewesen und hätte mit den Obelisken von Luxor oder Karnak konkurriert. Aber in keiner historischen Aufzeichnung wird erwähnt, dass jemals ein Obelisk in der Nähe dieser Küstenstädte errichtet worden wäre. Das Rätsel wurde noch größer, als Taucher den Sockel des Obelisken eine halbe Meile entfernt fanden. Gedreht, verbrannt und mit unbekannten Hieroglyphen versehen, die in keinem dynastischen Katalog zu finden sind. Wurde er durch ein Erdbeben umgestürzt oder aus einem anderen Grund? Einige glauben, dass der Obelisk nicht nur dekorativ war, sondern auch eine Markierung. Ein Leuchtfeuer für Seefahrer oder sogar eine spirituelle Grenze darstellte. Wenn ja, was hat er dann geschützt? Die subaquatische Bibliothek der Schriftrollen. Im Jahr 2023 wurde bei einem Tauchgang in der Nähe der Ruinen von Antehodos eine eingestürzte Kammer entdeckt, die einst Teil einer königlichen Halle oder eines Tempels war. Darin befanden sich, eingebettet in dicken Schlamm, Dutzende von Behältern aus Ton und Stein, die alle mit Wachs und Inschriften versiegelt waren. Im Inneren Fragmente von Schriftrollen. Durch Radiokarbontests konnten sie in die ptolemäische Zeit eingeordnet werden. Und obwohl die meisten zu beschädigt waren, um sie zu lesen, haben einige wenige in demotischer und griechischer Schrift überlebt. Einige erwähnen medizinische Rituale. Andere enthalten detaillierte Pläne für Tempel und Schiffsbewegungen zwischen Alexandria und Kreta. Doch das geheimnisvollste Schriftrollenfragment lautet: Die Flamme des Wissens wird unten gehalten, fern von Feuer und Menschen. Wissenschaftler glauben heute, dass diese Schriftrollen absichtlich versteckt wurden. Vielleicht als Teil eines königlichen Ersatzarchivs, das für den Fall eines Angriffs vor der Küste aufbewahrt wurde. War dies eine Satellitenbibliothek, die mit der Bibliothek von Alexandria verbunden war? Wenn ja, was könnte noch in der Nähe vergraben sein? Der heilige Goldschmuck des Herakleion. Im Jahr 2021 machten Archäologen bei Ausgrabungen in einem versunkenen Heiligtum in Thonis Herakleion unter Schlamm- und Schlickschichten eine glanzvolle Entdeckung. Ein Versteck mit Goldschmuck und rituellen Artefakten, das erstaunlich gut erhalten ist. Zu den Gegenständen gehörten kunstvoll gefertigte Ohrringe, Halsketten, Amulette und Ringe mit eingravierter religiöser Ikonographie, die wahrscheinlich von hochrangigen Tempelpriestern oder Elitebürgern bei religiösen Festen getragen wurden. Einige Stücke waren Amun und wichtigen Gottheiten des ägyptischen Pantheons gewidmet. Aber es handelte sich nicht um einen einfachen Schatz, sondern um rituelles Gold. Die Objekte wurden in einer eingestürzten Zeremonienkammer gefunden, die möglicherweise Teil eines Prozessionsweges war, der während der Osiris-Mysterien benutzt wurde, einem heiligen Ritus, bei dem göttliche Reliquien durch Kanäle, die Herakleion mit Kanopus verbinden, von Tempel zu Tempel getragen wurden. Nach Angaben des Teams von Frank Goddio wurde der Schmuck zusammen mit bronzenen Zeremonialinstrumenten, Silberspiegeln und Alabaster-Parfümbehältern entdeckt, was darauf hindeutet, dass er absichtlich als Opfergabe für die Götter vergraben wurde und nicht zufällig verloren ging. Der Fund bestätigt nicht nur den Reichtum und die Kultiviertheit der Priesterschaft von Herakleion, sondern offenbart auch die spirituelle Tiefe dieser heute verschollenen Stadt, in der Reichtum nicht nur zur Schaustellung von Macht, sondern auch zur Ehrung des Göttlichen eingesetzt wurde. Die Karte, die kein Ägypten zeigt. Im Jahr 2020 bargen Taucher bei der Erkundung der Nordspitze von Thonis Herakleion eine kleine, Flach-Bronzescheibe, etwa so groß wie ein Essteller, stark oxidiert und mit Seepocken bedeckt. Erst als die Restauratoren sie reinigten, stellten sie fest, dass es sich um eine Landkarte handelte, allerdings nicht von Ägypten. Die Scheibe zeigte eine von Wasser umgebene Landmasse mit Gebirgskämmen und Flusssystemen, von denen keines dem Nildelta entsprach. Tatsächlich ähnelt der Umriss eher der Form der Ostküste Südamerikas. Wie konnte eine solche Karte in einer Tempelkammer im alten Ägypten existieren?
Einige Forscher halten sie für eine symbolische Darstellung des Jenseits. Andere glauben, dass es sich einfach um eine Fehlinterpretation handelt. Ein Epigraphiker behauptet jedoch, dass die Markierungen auf der Rückseite punische Symbole enthalten, die mit alten phönizischen Seefahrern in Verbindung gebracht werden, die weit über das Mittelmeer hinaus gereist sind. Könnte dies ein Beweis für den Kontakt zwischen den Ozeanen lange vor Kolumbus sein, oder wurde es aus einem bestimmten Grund dort angebracht? Der versunkene Hafen von Neapolis. Im Jahr 2017 wurde vor der Küste des heutigen Nabil, Tunesien, eine Entdeckung gemacht, die die Geschichte neu schreiben sollte. Jahrhundertelang dachte man, die antike römische Stadt Neapolis sei für immer verloren, ihr Schicksal durch Krieg oder Eroberung besiegelt. Doch seismische Beweise deuteten auf etwas anderes hin, auf ein weitaus dramatischeres Ende. Als die Unterwasserarchäologen tiefer tauchten, entdeckten sie einen außergewöhnlichen Anblick. Von Denkmälern gesäumte Straßen und einen ausgedehnten Industriekomplex, die alle unter Sand- und Korallenschichten erhalten geblieben sind. Die auffälligste Entdeckung? Dutzende von riesigen Bottichen, in denen einst Fisch fermentiert wurde, zeugen davon, dass Neapolis ein geschäftiges Zentrum für die Herstellung von Garum war, der hochgeschätzten Fischsoße, die in das gesamte römische Reich exportiert wurde. Was war die Ursache für das plötzliche Verschwinden der Stadt? Die Antwort scheint in einem katastrophalen Tsunami zu liegen, der durch ein starkes Erdbeben im 4. Jahrhundert nach Christus ausgelöst wurde, eine Katastrophe, die auch Teile von Kreta und Alexandria verwüstete. Im Handumdrehen wurden Neapolis und seine blühende Wirtschaft vom Meer verschluckt. Im Gegensatz zu den zeremoniellen Ruinen von Tempeln und Gräbern bietet Neapolis einen unvergleichlichen Einblick in die antike Industrie und zeigt, wie der Herzschlag einer ganzen Wirtschaft blitzschnell verschwinden konnte. Diese Entdeckung ist nur die Spitze des Eisbergs. Sie bestätigt, dass das Mittelmeer unter seiner Oberfläche noch unzählige verlorene Städte beherbergt, die nur darauf warten, ihre Geheimnisse preiszugeben. Welche anderen vergessenen Welten liegen unter den Wellen verborgen und warten nur darauf, entdeckt zu werden? Mit jedem Tauchgang kommen wir den Geheimnissen näher, die die antike Welt nie für uns bereithielt. Wenn dir dieser Einblick in die Geschichte gefallen hat, vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, dich für weitere unglaubliche Entdeckungen anzumelden und die Glocke zu läuten, damit du kein Abenteuer verpasst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.